Herzlich willkommen, ihr lieben Kreativen, auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt. Und heute gibt es wieder mal ein Schritt-für-Schritt-Video. Ich zeige euch ein paar ganz leichte Arten, einen Seehund zu malen. Und die sind wirklich so einfach, das kriegt ihr auf jeden Fall auch hin. Die einfachste Art, einen Seehund zu malen, beginnt mit 1 oder 2 Zahlen. Ja, und da starten wir doch mal. Ihr nehmt die Zahl 6 und schließt den Kreis nicht ganz. Ja, eine Zahl 6, den Kreis nicht ganz schließen. Dann geht es weiter. Ihr malt hier die gleiche Form nochmal dran. Gar nicht so schwer. Dann oben 2 Flossen. Und unten auch 2 Flossen. Und zwar einfach so eine, ihr wisst schon, wie die da so drauf liegen. So ein bisschen rund, ein bisschen oval. Also eine 6. Kopf kann auch manchmal ein bisschen größer sein, ein bisschen kleiner. Wichtig ist, ich habe es hier schon fast ein bisschen weit gemacht, diesen Strich da oben nicht zu weit in den Mittelpunkt zu setzen, sondern so ein bisschen Luft zu lassen, damit wir da anschließen können. Also den anderen Strich setzen, die Flossen setzen. Der macht mal so einen Handstand. Könnte man dann einen Felsen drunter malen. Dann geht es weiter. Einfach so eine dreieckige oder leicht runde Nase und große dunkle Augen, die dann nur einen kleinen Lichtpunkt haben. Ich mache die jetzt mal ganz schwarz und wir setzen den Lichtpunkt mit so einem weißen Stift rein. Da schaut er hin. Und schon hat das Ganze wieder Leben. Und am Ende mache ich nochmal die Reste, also wieder eine 6 malen. Ich muss selber aufpassen, ich setze das immer ein bisschen, also eine 6 mal, die nicht ganz zu ist. Das Gegenteil dran setzen. Eine Schwanzflosse, hier so ein bisschen rund. Ihr malt die Schnute. Die großen Seehundaugen. Ja, die Nase hätte ein bisschen höher gekonnt. Nase ruhig ein bisschen höher setzen. Und dann malt ihr hier einfach noch mal so 2 Bögen dran. Wenn ihr wollt, eine Zunge. Dann haben die hier so kleine Picker, wo die Barthaare rauskommen. Ne, die haben auch Barthaare. Und schon ist euer Seehund fertig. Den könnt ihr auch machen. Ich zeige es ja noch mal drunter. Hier hin. Also große 6, nicht schließen. Körper, Seehund. Die Füße leicht gebogen. Und dann macht ihr die mit geschlossenen Augen. Geht auch. Anderen Gesichtsausdruck. Diese runden Bäckchen. Ja. Könnt das auch ein bisschen schräg malen. Die große 6. Und die Flossen mal hier so zur Seite zeigen lassen. Ja, die müssen hier ein bisschen runter sein, glaube ich. So. Und dann macht er mal so einen schiefen Kopf. Dafür seht ihr jetzt schon wieder, ist das ein bisschen weit umgezogen, aber das kann man ja anpassen. Na, den Kopf. Und wieder. Zunge raus.
Spielt da ein bisschen. Alles möglich. So, die nächste Zahl, ich schiebe euch mal ein bisschen höher. Wir hatten jetzt die 6, jetzt machen wir das Ganze mit einer gespiegelten 9. Genau das gleiche, spiegelverkehrt. Oben die 9 nicht ganz schließen. Ihr führt das ein bisschen weiter. Und hier vom Körper hin in so einer leichten Welle nach hinten. Und dann hat er sich ja so aufgestützt diesmal, der Seehund. Deshalb kommen die Flossen hier so ein bisschen über den Körper rüber. Könnt auch hier so kleine Zehen dran machen. Und dann wisst ihr schon, was folgt. So oder auch so. Bisschen spitzer. Und dann fangt ihr wieder an und schmückt ihn aus. Also ich fange nochmal an. Die 9. Mache das rund. Halt, das war schon ein bisschen zu tief. Wobei, es kommt auf die Größe an, ne? Flossen, mit denen er sich aufstützt. Also ihr merkt schon, ich mache das jetzt für euch ganz dick gemalt, aber macht es nur dünn, ne? Falls ihr radieren müsst oder so, ist das dann einfacher. Genau, dann kommt hier wieder die Welle runter. Zack. Der Schwanz. Dann macht er hier die kleinen Zehen. Bis dahin hatten wir schon das gleiche. Und dann kommen hier wieder die großen Augen. Vielleicht auch mit so einem leichten Druck. Ja, immer so ein bisschen traurig, ne? Mit so einem Gesichtsausdruck. Okay. Die Nase. Nee, andersrum muss die. Spitze nach unten. Wie eine Katze. Spitze nach unten. So ist richtig. Und dann die Seehundbacken. Wie gesagt, kleine Pünktchen, lange Barthaare. Und dann könnt ihr nachher noch hier ein bisschen diese Speckröllchen andeuten, die so haben. Ein bisschen Leben reinbringen. Und dann habt ihr auch noch einen Seehund. Ist nicht so schwer. So, eine liegende Robbe. Einen großen Kreis. Vielleicht so ein bisschen oval. Und daran kommt so eine Art Linse, würde ich es nennen. Hinten wieder die Füße und das nimmt man dann in der Mitte, sollte es ein bisschen offen sein, sodass der Körper hier nachher durchgeht. Ein bisschen spitzer machen. Er macht wieder die großen Augen. Die Flossen, die hervorschauen. Hier würde ich die Flosse vielleicht tatsächlich so offen lassen, ne? Das nicht schließen, weil die geht ja in den Körper über im Grunde. Und eigentlich würde ich auch den Kopf weglassen. Also das hier andeuten bis da und das hier bis zur Flosse. Sieht man ein bisschen schlecht gerade. Ich mache es gleich nochmal. Also den Kreis, ich lasse ihn hier mal offen, wo er dann in die
Kreis im Grunde, es geht nur darum, dass ihr die Grundform kennt, ne? Kreis. Dann haben wir hier den dicken Körper mit den Flossen. Hier kommt die Flosse von hinten und hier kommt sie dann heraus und der dicke Körper geht weiter. So haben wir es mal ohne die ganzen Radierstellen. Großen Augen. Nase, Spitze nach unten und da kommt das Seehundlächeln. Und auch hier könnt ihr dann so ein paar Speckrollen wieder andeuten. Bisschen Licht und Schatten. Kopf nach unten. So, was habe ich noch für eine Robbe für euch? Walross könnte man noch. Die gibt es ja auch noch in groß. Die Herren der Schöpfung. Ja, male ich euch mal hier unten hin. Also auch hier fangen wir mit einem Kreis an. Ich male ihn mal nicht so dick, damit ich radieren kann. Setzen hier nochmal einen Halbkreis ran an den Kreis. Und aus diesem Halbkreis wird bei ihm die Schnute. Die hängt allerdings, ja, ein bisschen spitzer, ein bisschen größer bei den großen Tieren. So. Augen. Die Nase setzen wir hier mal so ran. Macht die ruhig ein bisschen rund. Und dann kommt hier der Körper raus. So ein mächtiger, wenn ich verrutscht, Entschuldigung, so ein mächtiger Körper. Hier kommen die Flossen, da sitzen die, lehnen sich ja ganz ordentlich auf ihre Flossen drauf. Immer kann man die so ein bisschen platter und breiter malen. Und dann geht der Körper hier weiter, den könnt ihr in so Abschnitten malen, ein bisschen größer. Und da hat er hier hinten so einzelne Schwanzdinger. Na, man sieht schon, er ist ein ordentlich dicker Kerl. Hier ist immer so eine Fettschürze, die hängt den rüber. Also ruhig hier diese Fettschürze so. Und was macht ein Walross natürlich aus? Das muss ich noch mal ein bisschen mehr definieren hier. Also, die haben so ein Bart, ne? So einen hängenden Schwabbelbart. So. Und dann kommen hier nämlich, da ungefähr, kommen diese Stoßzähne raus, die haben. Ich würde den Kopf vielleicht sogar noch ein bisschen massiver malen. Ja, so ist er besser. Ein Vampir-Walross. So, die Augen ein bisschen dunkler. Ja, und schon habt ihr ganz, ganz viele Arten, ganz einfach einen Seehund zu malen. Und dann bleibt es euch überlassen. Malt hier eine kleine Sandbank drumherum, ein bisschen mehr. Ja, dieser hier könnte auf so einen Felsen turnen. So. So ein bisschen Felsenstruktur. Macht nochmal einen kleinen Felsen daneben. Auch ganz nett. Ihr könnt eine Kolonie machen. Einen großen, eine Mama und einen kleinen. Das fände ich auch ganz süß. Also ganz viele Möglichkeiten für euch, einen Seehund zu malen. Ja, und ich werde das jetzt mal auf einer Karte umsetzen. Wir sehen uns gleich wieder. So, ihr Lieben, auf geht's mit meiner Karte. Damit ich nicht so viel rumradieren muss und das alles, nehme ich hier mir gleich Aquarellmalstifte zur Verfügung. Grau für den Seehund, blau für Wellen und gelb für die Sandbank und den Sand. Oder dieses, ja, genau. Ich habe verschiedene Aquarellmalstifte, sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Unterschiedlichste Sorten. Und ja, ich dachte mir, wir starten doch mal
mit so einem Seehund mit Mama aus Sandbank. Sprich, ich fange jetzt hier mit der 9 an, die ich gemalt hatte. Ja, hier kommt dann die Flosse. Da ist die andere Flosse. Hier geht es in den Körper und in den Schwanz über. Und da oben kommt das Ganze runter. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich will es jetzt nicht allzu doll malen. Von daher, ich werde das gleich erstmal komplett grau malen und die verschiedenen Schatten werden dann nachher den Körper bilden. Ne? Hier nochmal schon mal die Nase hin, wo sie hinkommt. Halt andersrum. Und da sind die Augen dann nachher. Und dann machen wir hier einen Babyseehund. Den werde ich dann zugewandt malen, sprich der Kreis. So, schon geht's los. Das ist ja bei dem Stift Gott sei Dank egal. Da kann ich so ein bisschen rüber malen. Eine Flosse. Zweite Flosse. Und dann kommt hier der kleine speckige Körper. Und das ist ja noch ein kleiner Seehund. Ja, auch da. Ja, und dann werden wir hier eine Art Sandbank malen, wo die drauf liegen, die zwei. Und hier hinten dann noch das Meer. Gucken wir mal. Das deute ich jetzt erstmal so an. Genau, hier können wir dann noch mal ein bisschen arbeiten mit den Schatten. Aber das machen wir dann hinterher. Gut. Ich schnapp mir meine Fomi-Pinsel. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich guck mal. Victoria hat so schöne Farben hier. So ein Warmgrau und so ein Slate Grey heißt das. Das werde ich wohl mal nutzen dafür. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also auch Victoria, ihre Farben unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal rein. Jetzt erstmal ein bisschen nass. Und dann geht es mal los. Und wie gesagt, ich male hier jetzt einmal rüber, weil da kommen wir dann nachher noch. Die Augen setzen wir mit Highlights. Ah, super Farbe. Passt sehr gut. Als Papier habe ich übrigens hier das Watercolor Joy genommen. Und wenn wir wollen, können wir natürlich nachher noch mit Feinlinern ein bisschen arbeiten. Und dem Ganzen etwas Kante und Struktur geben. Muss man aber nicht. So, hier schon mal noch mal rüber. Das ist hier am Bauch ein bisschen dunkler. So. Mama Robbe. Und auch hier. Babyrobbe.
Okay, und da warten wir ein bisschen. Ah, das ist sehr schön, dieses Slate Gray, so ein bisschen granulierend. Das mag ich total gerne. Sehr schön. Und die muss nun ein bisschen erstmal trocknen, bevor wir weitermalen, sonst verwischt sich das ineinander. Ja, und während die trocknet, habe ich mir überlegt, dann kann ich auch noch mal eben eine zweite malen. Könnt ihr ja parallel machen, ne? Wir haben hier unsere 6. Mal die jetzt unten mal extra ein bisschen breiter. Und mache hier diesen wunderbaren Seehund. Hier könnte die Flosse so aus dem Körper kommen, sprich, die geht hier ein bisschen rüber. Großen Augen. Sie sehen ja immer aus, als ob sie lachen, ne? Die kleinen. Und den malen wir jetzt hier mal auf so einen Felsen. Machen wir extra Felsen davor. Noch einen kleinen Felsen. Und dann auch ein bisschen Strand. Und hinten das Wasser. Das lassen wir mal auslaufen. So, hier fange ich mal an mit dem Wasserhintergrund. Den Himmel, das geht so ein bisschen vielleicht in einem über. Mal schauen. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen Blau nehmen. Mache das ruhig so ein bisschen wellig. Und werde von oben hin her ein bisschen dunkler runterziehen, den Himmel, und den hier hin heller werden lassen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Viel Wasser, ein paar Wolkenstrukturen. Ein bisschen Wellen machen, ein bisschen Wasser, ein bisschen Leben rein. Vielleicht etwas dunkleres Blau. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie Meer. Oben drüber weiß ich schon, mache ich einen schönen Spruch, genieße den Tag oder so, das wird dann super dazu passen. Okay, und da unten können wir schon mal den Felsen machen. Da ich bei Victoria kein Schwarz habe, werde ich mir hier von Paul Rubens ein Schwarz gönnen und das so ganz, ganz hell nur machen für den Felsen. Und untenrum kommt der dann ein paar Brocken noch. Hier unterm Bauch ein bisschen dunkler, Schattenwurf. Hier unten auch ein bisschen dunkler. Aufpassen, dass es nicht verläuft mit dem Blau. So, also, wir haben hier ein paar Steine.
Die deuten wir an. Brocken. Der wirft Schatten. Die Steine werden wir gleich noch ein bisschen definieren, wenn wir dann das fertig gemalt haben. So, ja, das sieht schon so langsam nach Felsbrocken aus. Sehr schön. Und da unten, was habe ich denn hier für eine Sandfarbe? Mal schauen. Beige, Pink und ein bisschen Orangeton vielleicht rein. Jo, das sieht schon mal nach Sand dann aus. Aufpassen, dass es nicht zu doll jetzt verwischt. Wobei hier ist eigentlich ganz nett. So. Sand, und der Sand braucht auch ein bisschen Struktur. Da gehe ich jetzt mal mit so einem etwas sandigeren Farbton noch rein hier. Hell und dunkel. Passt auf, dass da nicht zu doll überschneidet, das wird euch sonst grün. Ja, das wird doch schon mal ganz nett. Das ist doch schon mal die Grundstruktur, die lege ich jetzt zur Seite. Die anderen sind mittlerweile so trocken, dass wir da weitermalen können. Also auch hier erstmal jetzt vielleicht die Sandbank drumherum. Die hat so Ausläufer. Jetzt mehr hier, ja, das Wasser immer so anspült. Okay. Da setzen wir auch ein bisschen sandiges Gelb hinein noch. Vor allen Dingen hier unter den Figuren darf es gerne ein bisschen dunkler sein. Ein bisschen schattiger. Leben. Sehr schön. So, die Sandbank muss erstmal wieder trocknen. Ich finde die Schatten bei den Seehunden eigentlich schon ganz schön. Die Frage ist, was fällt euch leichter, mit einem Buntstift oder nochmal mit Wasserfarbe? Ich mache es für euch leichter, würde ich vorschlagen. Denn wenn wir nochmal mit Wasserfarbe drauf gehen, können natürlich auch Ränder und sowas entstehen. Ne? Ich gucke jetzt mal, ich nehme mir hier meine Wuma Buntstifte. Ich zeige sie euch kurz und die haben eine wahnsinnig tolle Auswahl an Grautönen hier. Und da schnappe ich mir jetzt mal erstmal einen grauen Buntstift nochmal. Ihr könnt natürlich auch Bleistift einfach nehmen. Und ich setze jetzt hier nochmal gezielt Schatten unter den Kopf, hier am Bauch und arbeite sozusagen die Flossen hier so ein bisschen raus.
Hier der Bauch ist auch ein bisschen dunkler. Ja. Jetzt die Frage, noch mal ein bisschen dunkleren Grauton, da können wir dann hier auch noch mal die Füße nehmen. Die Augen, da werde ich dann Highlights reinsetzen. Ja, ist die Frage, machen wir hier Fineliner drum oder lassen wir es so? Ich arbeite hier mit dem Buntstift und lasse es, glaube ich, so. Mal gucken. Kann man ja auch die Konturen noch mal so ein bisschen betonen, ne? Sehr schön. Ich nehme mir einen ganz dünnen Fineliner für die Barthaare. Meine neuen Stifte. Die Fineliner sind unten verlinkt. Two Hands, und da ist so ein ganz hauchdünner bei. Und der ist genau richtig, um hier die Pickelchen zu machen. So, und ein paar unauffällige Barthaare. Sehr schön. Das gefällt mir gut. So, dann haben wir den kleinen. Da machen wir jetzt erstmal das Gleiche. Bisschen auf Schatten setzen. Speckröllchen hier. Die dürfen nicht fehlen. Das macht das Ganze ein bisschen lebendiger, ne? Also er liegt, da wo er liegt, unten sind die Schatten. Große Seehundaugen. Die Nase. Mund. Ich weiß gar nicht, so ein paar Haare haben die auch, vielleicht noch nicht ganz so lang. Und ganz wichtig ist jetzt, Highlight reinzusetzen. Damit die Leben bekommen, ne? So, und dann haben wir da die Sandbank. Auch die werde ich mit Schatten noch mal versehen. Was habe ich da für einen Farbton, der wie Sand aussieht? Mal schauen. So ein Aprikotfarben. Hier nochmal den Seehundschatten setzen. Aber ansonsten finde ich die Sandbank schon ganz schön. Und dann müssen wir auch hier noch das Meer erstmal drumherum malen. Mal gucken. Nochmal größer nehmen. Ich nehme jetzt mal hier ein Payne's Grey Blau, ein bisschen dunkleres Meer. Und der Pinsel ist schon fast zu groß. Machen wir erstmal hier die obere Kante. Ein paar Wellen. Wenn ihr hier jetzt nochmal rüber malt, jetzt ist hier mittlerweile eine Kante.
Dann kriegt ihr hier auch die Wellenstruktur hin, weil man die Unterkante sieht. Von dem, ne? Sieht das wirklich schön nach welligem Meer aus. So. Den Himmel mache ich ein bisschen nass. Ich passe auf, dass ich nicht das Meer berühre. Also bis kurz vorher, das ist sowieso so eine leichte Gischtkante, das ist ganz gut. So, einmal hier um die herum. Und dann setze ich da ein helles Blau nur von Victoria rein, so ein bisschen Wolken. Und das kann von alleine etwas arbeiten. Und kann sich ein bisschen verziehen hier. So, das legen wir auch erstmal zur Seite wieder. Kleinen Moment Geduld. Während der eine trocknet, widmen wir uns dem nächsten. Auch hier wieder ein bisschen Slate Gray. Die Flossen, den Körper. Ich male das in einem durch hier. Und die Schatten werden wir gleich noch setzen. Ich glaube, den werde ich dann mal ein bisschen mit dem Feinliner noch machen, um euch den Unterschied dann zu zeigen. So. Okay, ein bisschen. Ein paar Schatten noch wieder. Hier unten auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Hier oben auch noch hinterm Kopf. Speckrollen. Das gefiel mir nicht. Also machen wir ihn nochmal über. Es ist nicht immer leicht, mit dem Aquarell zu schattieren. Es ist tatsächlich manchmal einfacher, sich einen Buntstift oder einen Bleistift zu nehmen. So, die Flossen können auch so ein bisschen fransig oben sein. Die älteren haben ja so ein bisschen fransige. Na, die sind ja nicht geschlossen. Gut, aber der Schatten da ist schon mal ganz schön. Okay. Ja, dann lassen wir den auch noch mal einen Moment arbeiten. Das Meer hier ist ganz anders geworden als das Meer. Ja, wie ihr das seht, das ist so ein bisschen direkter, das ist so ein bisschen verwaschener. Je nachdem, was euch besser gefällt, macht das so, wie ihr euch das denkt. Gut, der muss trocknen. Ich nehme mir hier noch mal diesen. Und dann können wir, wenn wir wollen, hier auch noch mal so ein bisschen Gischt an den Wellen machen. Mit so einem weißen Stift. Bringt noch mal ein bisschen Leben rein. Auch hier mal ein bisschen so eine Art
Vorne und hinten sieht man ein bisschen mehr. Das macht sich eigentlich ganz schön hier. Immer oben an dem Kamm der Welle und auch hier so ein bisschen auslaufen vielleicht. Könnt ihr das auch kaschieren, wenn es ein bisschen grün geworden ist. Ja, das sieht doch schon nach Leben aus dann. Sehr schön. Also die finde ich schon super so, den würde ich gar nicht groß verändern. Hier würde ich vielleicht tatsächlich noch mal so einen Hauch mehr Schatten drunter setzen. Mal gucken, ob ich noch ein bisschen dunkleren Stift habe. Das hier ist ein Aquarellstift, der ist auch ganz schön. Ne, weil die ja wirklich ein bisschen Schatten vom Körper setzen. Genau. Ja. So sieht es doch nach Sand aus. Super. Hier würde ich mir noch einen netten Spruch raussuchen. Den finde ich jetzt so schon ganz gut, wie er ist. Den würde ich eigentlich so lassen wollen. Hier nochmal so ein bisschen. Ich finde diese granulierende Farbe sehr schön für die Seehunde, muss ich sagen. Ja, wer mag, setzt noch eine Sonne oben rein, aber eigentlich mag ich das Bild so, wie es ist, ganz gut. Das würde ich so lassen, Spruch drauf und klebe es dann mal auf und zeige euch das später. So, und hier muss ich noch mal ein bisschen warten. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieben, ich werde jetzt hier erstmal den Seehund so ein bisschen noch einrahmen. Hier oben noch so ein paar Haare, die kann man ja auch noch mal so ansetzen. Hier und da. Und dann werden wir den hier auf jeden Fall noch mal so ein paar Speckrollen jetzt machen. Das machen wir hier mit dem Aquarellstift. Und auch hier so ein bisschen Schatten noch setzen. Aber nur so ein bisschen. Ich finde nämlich die Farbe wäre auch wirklich schön. So. Und dann haben wir hier noch die Felsen, die schon ziemlich cool aussehen. Jetzt mal hier gucken. Hier mache ich die Schattenform nutzen, die ich da schon gemalt habe. Ja, und schon habt ihr hier euren Felsen. Macht noch so ein paar Krickels dazwischen. Und die Felsen. Mal gucken, dass ich das richtige Grau erwische. Müssen untenrum auf jeden Fall noch ein bisschen dunkler. Da, wo sie im Sand liegen. Ne? Hier kommt dann wieder erst Leben rein. Mit Schatten. Guck mal, was das für einen Unterschied macht. Hier hinten ganz dunkel. Und da, wo der Seehund ist, natürlich auch ein bisschen Schatten.
Mhm. Der Fels liegt vor dem anderen Fels, also hat dieser Fels hier auch Schatten. Mhm. Und hier unten drunter, tatsächlich ist dann auch so ein bisschen Schatten, nur ist das vielleicht nicht die richtige Farbe, wo der Fels hier im Sand liegt, macht er natürlich auch ein bisschen Schatten. Bisschen dunkler. Und schon da noch mal so ein bisschen. Ja, schon sieht es nach Fels aus. Super. Hier werden wir noch mal ein bisschen Wellen malen. Und da das ein Aquarellstift ist, werde ich die jetzt noch mal ein wenig anfeuchten, um hier so ein bisschen mehr diese verflossene Möglichkeit, die mir der Stift bietet, zu nutzen. Ne, um dieses Buntstifthafte hier jetzt ein bisschen zu verwischen. Sehr schön. Und das ist eine recht ruhige See, da mache ich keine Gischt drauf. So, 01, 005. So. Ganz leichte. Granulierende Farbe, ne? Ist ein bisschen schwierig. Gut, dann fehlt uns hier noch Highlight der Augen und ein Spruch. Den machen wir jetzt auch noch schnell drauf. Ich klemme mir das hier in meinen Easy Stamp. Habe diesen wunderschönen Genieße den Tag. Das passt doch super. Einfach mal so eine schöne Karte aufkleben. Dann die Farbe drauf. Stempeln. Ja, einmal kann er noch. Tag war ein bisschen undeutlich. Sehr schön. Super. So, ich klebe die beiden mal auf. Den habe ich auch fertig gestempelt. Der hat auch so einen Genieße den Tag, nur eine andere Schrift. Und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir gerade bei der überlegt, dass ich hier oben und unten mal ein kleines Muster mit meiner Wellenschere schneiden werde. Das fände ich, glaube ich, mal ganz schön. Und ich schaue mal, ob ich das hinbekomme, ohne Macken hier dieses Muster reinzuschneiden. Einmal, das sieht doch schon mal cool aus. Und hier unten auch. Wichtig ist immer, drückt die nicht ganz durch, weil am Ende reißt euch das Papier ganz doof ein und es gibt ein unschönes Muster. Also ihr müsst immer kurz vom Schließen der Schere, wenn ihr solche Scheren habt, aufhören. Ach, das finde ich schön. Sehr schön. So, die kommt jetzt auf eine braune Karte. Die werde ich hier aufkleben. Das gefällt mir gut. Und die andere auf eine blaue. Wir sehen uns gleich. So, ihr lieben Kreativen, da sind sie, meine beiden Seehundkarten. Und ich bin wirklich glücklich damit, wie die geworden sind. Wirklich ganz zufrieden. Und ja, es gibt euch ganz viele Möglichkeiten, da rumzuprobieren, auszutesten, sie irgendwo zu platzieren. Auch im Wasser schwimmend, also komplette Karte mit Wasser und sie schwimmen halt umher, lässt sich ja auch gut machen. So, und dann habt ihr gesehen, wie einfach es ist, aus Zahlen diese Seehunde zu malen, ne, oder aus einfachen Formen. Von daher traut euch ran, ihr kriegt das hin. Und ihr wisst ja, ich sage immer wieder, mit jedem Mal malen und üben wird es besser. Also erwartet nicht beim ersten Mal Riesenwunder und Kunstwerke, übt für euch gerne und ja, verschickt doch einfach mal im Sommer so eine nette Karte. Da freut sich bestimmt jeder drüber. Ja, wem dieses Video gefallen hat, der lässt mir gerne einen Daumen da. Ich freue mich immer.
Lässt natürlich ein Abo da, wenn er noch nicht abonniert hat, und eure netten Kommentare, die genieße ich dann immer. Ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich muss noch ein Video machen. Ich habe ein paar Acrylstifte gesponsert bekommen. Darüber wird es ein Video geben in nächster Zeit. Und ja, im Sommer steht noch eine Reha bei mir an. Ich werde meine Malsachen mitnehmen, aber ich glaube, ich werde mir dann einfach mal ein kleines Aquarellbuch mitnehmen und da einfach mal abends Dudelseiten gestalten. Von daher wird es dann eine Serie geben, die mal nicht unbedingt was mit Karten zu tun hat, aber mit Entspannung. Und von daher, ja, lassen wir uns überraschen, was der Sommer noch so bringt. Ihr Lieben, macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Eure Melanie. Ja, ihr Lieben, mir ist erst hinterher aufgefallen, dass ich ständig die Zahl 9 genannt habe. Dabei ist es ja die gespiegelte 9. Ich hoffe, ich konnte das noch ein bisschen berichtigen. Und ja, nehmt es mir nicht übel, dass ich mich da verquatscht habe.